Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rad Review Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Ford Fun Abenteuerland und erklären euch heute, wie Wartezeiten in Freizeitparks überhaupt erstellt werden, berechnet werden und erfasst werden. Und das mit Hilfe des Systems zum Purematic. Obacht, ihr könnt auch richtig was sparen, wenn ihr ein Betreiber einer Freizeiteinrichtung seid oder einer Innenstadt einfach, das reicht sogar auch. Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Mein Name ist Michael Post, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Purematic. Wir sind seit 1999 am Markt, sind ursprünglich mit dem Bereich individueller Software gestartet, das heißt Softwareentwicklung, und seit dem Jahre 2008 im Bereich der Personenzählung aktiv, seit dem Jahre 2010 fokussiert auf Freizeitparks und ja, mittlerweile dann auch in weiteren Branchen aktiv. Das heißt, wir sind einmal mit der Personenzählung unterwegs, konkret auf Freizeitparks gesprochen, heißt das, wir berechnen oder erstmal erfassen wir vor einer beispielsweise einer Achterbahn, wie viele Personen dort im Wartebereich stehen. Und im zweiten Schritt können wir daraus mit mathematischen Verfahren ermitteln, wie lange die tatsächliche Wartezeit ist. Das heißt, wir müssen darauf achten, wie schnell bewegt sich die Masse, wie sind die Temperaturverhältnisse, wie ist die Situation vor Ort. Wie man sich ganz gut vorstellen kann, bewegt sich die Masse im Winter anders als im Sommer, und aus verschiedenen Faktoren können wir am Ende eine wirklich realistische Wartezeit berechnen. Kannst du das verraten? Das ist kein Thema, weil die Leute im Winter zum Beispiel näher zusammenstehen, weil denen insgesamt kälter ist. Das heißt, die haben auch weniger Abstand. Im Sommer dagegen sind die Leute mehr am Schwitzen. Das heißt, von der Natur aus wollen die mehr Abstand zum anderen haben. Daraus ergibt sich in der gleichen Fläche des Wartebereiches natürlich eine ganz andere Masse. Das können durchaus mal 50, 60 Leute sein als Unterschied. Und wenn ich dann eine Geschwindigkeit des Besucherstromes habe, habe ich dann natürlich auch eine andere Wartezeit. Also wir sind, wie gesagt, im Bereich der individuellen Softwareentwicklung gestartet. Das machen wir bis heute. Beispielsweise haben wir im Europapark das Navigationssystem für den EP-Express entwickelt. Das heißt, die Fahrerterminals, die im Zug verbaut sind, errechnen zur Live-Zeit, ähnlich wie Navigationssysteme im Auto, die Ankunftszeit an jeweiligen Bahnhöfen. Und diese Zeit wird wiederum an den Bahnhöfen auf den Monitoren dargestellt. Damit kommen wir jetzt zum dritten Produkt. Das heißt, wir sind auch für Monitore, wie zum Beispiel hier im Ford Fun, dafür zuständig, um die Wartezeiten oder auch allgemeine Informationen auf Monitoren zu präsentieren. A, kann ich das Besucherzählsystem natürlich für den Park intern nutzen. Ich kann es aber dann auch für die Besucher, um die Besucher zu lenken und auch zu informieren, auf Monitoren darstellen. Sei es am Parkeingang, Ticketpreise, aktuelle Wartezeiten, Übersichtstafeln, wie zum Beispiel bei Just Sommerland in Dänemark, oder einzelne Monitore an den Fahrgeschäften, die dann die jeweilige geschäftsbezogene Wartezeit darstellen. Genau, also wir bieten eine ganze Menge, das unterschätzt man, das ist ein bisschen mehr wie nur Wartezeiten. Genau, also wir sind mittlerweile in 5 Ländern europaweit aktiv. Wir sind in Österreich, da sind wir jetzt seit letztem Jahr beim Erlebnispark Straßweichen. Wir sind im Just Sommerland in Dänemark, wir sind in Schweden bei Liseberg, wir sind in Deutschland, wir haben hier auch verschiedene Referenzen, sei es Ford Fun, sei es Europapark, sei es das Phantasialand etc. Ansonsten sind wir, was Freizeitpark übergreifend angeht, noch im Bereich der Schwimmbäder und im Bereich der Saunen aktiv. Und mittlerweile auch im Bereich der Innenstädte, wo wir die gleiche Technik verwenden, um Besucherströme in Innenstädten auf Fußgängerinnen, also Fußgängerzonen in Innenstädten oder auch Fußgängerwege entsprechend auszuwerten. Genau, also wir stehen hier im Ford Fun. Das Ford Fun wiederum ist jetzt seit 2019 bei uns schon Kunde. Damals haben wir das Thunderbirds ausgestattet mit der Technik. Und aufgrund verschiedener Mitarbeiterwechsel und Corona-Aktivitäten ist das Ganze während Corona etwas in den Hintergrund gerückt. Wir haben aber pünktlich nach Corona hier wieder gestartet, haben die Devil's Mine, mittlerweile den Trapper Slider sowie die Wildwasserbahn komplett mit der Technik ausgestattet. Der Ford Fun erhofft sich dadurch natürlich eine genaue Ermittlung der Besucherzahlen und natürlich in der nächsten Instanz auch die Darstellung der Wartezeiten für die Gäste. Damit die Gäste, gerade hier im Ford Fun, ist ein interessantes Verhalten, bedingt durch die Geologie vom Park,
dann auch informiert sind und wissen, dass sie an einer bestimmten Achterbahn auch eine gewisse Länge warten. Andersrum auch durchaus andere Fahrgeschäfte besuchen, die gerade wenig Wartezeit haben. Klassisches Beispiel, ich habe gerade die Geologie hier vom Fort Fun dargestellt. Die Kunden kommen um 10 Uhr hier rein, die strömen alle in den Park, wie es ja in jedem Park üblich ist. Die Besonderheit ist, die Devil's Mine ist die Achterbahn, wo erstmal die ganzen Kinder hinlaufen. Dann ist hier eine Wartezeit von ratzfatz 45 Minuten. Der Rest vom Park ist komplett leer. Also hier perfekt für die, die auch gerne andere Achterbahnen oder Trapper Slider etc. fahren wollen. Direkt hinten durchgehen, kleiner Geheimtipp. Aber trotzdem zur Darstellung, am Ende des Tages ist es genau andersrum. Die Leute kommen vom hinteren Teil, gehen nach hier vorne und wieder tummeln sich hier alle, weil alle noch mal schnell die Devil's Mine fahren wollen. Und um das entsprechend transparent darzustellen und natürlich auch die Kundenzufriedenheit entsprechend zu erhöhen, wurde unsere Technik hier angesetzt. Wie funktioniert denn euer System? Also wie zählt ihr die Leute? Ja, dann warte. Mit einer sogenannten Sensorik zählen wir, ohne dass wir die Leute durch ein Drehkreuz schleusen, quasi berührungslos am Eingang und am Ende der jeweiligen Warteschlange. Okay. Das heißt, die Geräte, teilweise sind sie dekoriert und in die Optik der Fahrgeschäfte komplett integriert, zählen wir berührungslos, wie viele Personen gehen rein und auch raus. Das heißt, der Sensor kann in beide Richtungen zählen. Weil wir immer Anfang und Ende haben, wie viele Leute in dem Wartegang drinstehen. Wenn sich Leute umentscheiden, weil sie irgendwo sagen, das dauert mir zu lange, ich drehe wieder um, dann werden sie hier wieder abgezählt, ohne dass sie durch den Ausgangssensor durchgegangen sind. Andersrum wird der Ausgangssensor gerne als Quickpass verwendet. Das heißt, ich habe da die Eingangssituation und die Leute stehen natürlich wieder im Anstellgang. Wenn auch am anderen Ende, aber sie stehen quasi drin. Ja. Und folglich müssen sie der Wartezeit wieder zugeordnet werden. Und das machen wir, das haben wir auch mit drin, genau, mit dieser Sensorik. Wie gesagt, die hängt unter der Decke und wir gehen entsprechend unten drunter her. Krass. Was wir mit der Sensorik noch machen. Ich habe jetzt immer gesagt, ein Eingangsbereich hat vorne einen Eingangssensor und hinten einen Ausgangssensor. Ja. Wir können theoretisch endlos viele Sensoren haben, weil jeder als Eingang und als Ausgang fungiert. Wir können auch uhrzeitgesteuert sagen, vormittags gehen die Leute so rum, nachmittags gehen sie andersrum. Oder wir haben besondere Veranstaltungen, wo, ich sag mal, wenn viel Andrang ist, ich die äußeren Sensoren nutze und wenn wenig Andrang ist, ich vielleicht auch die Warteschlange entsprechend kürzen kann und nur mit dazwischen geschalteten Sensoren arbeite und bekomme halt so unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt, der Park ist in seiner Art und Weise, wie er mit den Warteschlangen arbeitet, komplett flexibel. Du hast ja eben erklärt, dass es ja auch wichtig ist, wie nah die Leute beieinander stehen, um die Wartezeit zu berechnen. Aber eigentlich berechnet ja nur, was reingeht und was wieder hinten rausploppt. Es gehört ein bisschen mehr dazu, weil im Endeffekt muss ich erstmal wissen, wie viele Menschen stehen in der Menge. Also im Englischen Crowd Control passt ganz gut, weil wie viel stehen in der Masse? Wie viel Masse habe ich? Dann muss ich wissen, wie schnell bewegt sich die Masse. Und dann bewegt sich die Masse ja auch immer in Abhängigkeit zu den Achterbahnen. Das heißt, ich habe mal einen Zug auf der Strecke, ich habe 2 Züge auf der Strecke, mal habe ich 4 Züge auf der Strecke. Das variiert aber auch von Tag zu Tag. Mal ist die Abfertigung von einem Zug, wo die Leute quasi den Zug besteigen, möglicherweise ihren Rucksack noch rausgeben und sich dann wirklich hinsetzen. Länger als in den Morgenstunden, wo, ich sag mal, die Junkies fahren und sagen, ich möchte jetzt unbedingt hier richtig Action machen. Die nehmen in der Regel auch keinen Rucksack mit, sondern die wollen direkt und wissen, wie es geht. Habe ich dagegen ältere Leute, die nicht so oft unterwegs sind oder auch kleinere Kinder, die noch betreut werden müssen, dann dauert diese Beladung auch unterschiedlich lange. Und dementsprechend habe ich eine größere oder auch eine langsamere Geschwindigkeit in der Abfertigung. Theoretisch reicht es, das unter die Decke zu hängen. In der Regel fangen wir aber, um gewisse Extremitäten auszugleichen bzw. nicht zuzulassen, fragen wir gewisse Parameter ab. Das sind zum Beispiel, was ist die maximale Beladung von einem Zug? Beispielsweise 32 Personen. Wie viele Züge sind das Maximum auf der Strecke, damit wir gewisse Rahmenbedingungen haben? Und dann auch, was ist die maximale Länge zum Beispiel einer Warteschlange? Weil es macht keinen Sinn, wenn wir plötzlich 3 Stunden angeben, aber der Wartebereich kann nur 1 Stunde. Weil irgendein
technischer Defekt im System vorliegt etc. Schon mal vorgekommen, zum Glück ganz selten, aber das muss man auch mit bedenken. Dementsprechend haben wir das durch solche Eckparameter rausgerechnet. Wir sind jetzt hauptsächlich hier auf dem Zellsystem unterwegs. Wenn ich das System vollumfänglich für einen Park, der uns testen möchte, nutzen möchte, dann kann ich erstmal mit der Zählung anfangen. Muss sie aber noch nicht den Gästen darstellen. Viele sagen aber, ich möchte gleich das volle Programm, ich möchte gleich den Gästen was anzeigen, weil unser Ziel ist ja auch als Parkbetreiber, die Kundenzufriedenheit hochzuhalten. Das heißt, den Kunden im Vorfeld zu informieren, wie hoch ist die Wartezeit, damit der Kunde nicht kommt und sagt, boah, ich habe eine Stunde gewartet, ich habe gedacht, ich warte nur eine halbe und ist unzufrieden. So weiß er von vornherein, ich musste eine Stunde warten, ist transparent, kann keiner meckern und die sich dagegen entscheiden können, gerne woanders hingehen. Das heißt, vom Angebot her macht es in den meisten Parks Sinn, wenn ich mir nur ein Fahrgeschäft angucke, in der Standardvariante ein Sensor am Eingang, ein Sensor am Ausgang und üblicherweise auch ein Monitor. Das heißt, es wären schon 2 Produkte von uns und wir bieten das jetzt als Spezialaktion in 2025 an, dass wir sagen, liebe Parks, wenn ihr das testen möchtet, dann könnt ihr das gerne für einen kurzen, schmalen Kurs, quasi wie es so schön auf Deutsch heißt, testen, nämlich konkret für 1 € im Monat für 3 Monate. Jetzt eine Special-Aktion für White Review quasi. Wenn ihr das mit dem Stichwort White Review bucht, dann bekommt ihr 4 Monate für je 1 € und dürft das gerne einmal testen. Wie gesagt, enthalten ein Player hinter dem Monitor und 2 Sensoren, um dann die Zählung zu machen. Sämtliche Features in der Software sind auch entsprechend enthalten. Wie kam es dazu und wie gefällt euch das System? Wie es genau dazu kam, weiß ich gar nicht. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber wir waren auf der Suche nach etwas, wo wir ein bisschen Crowd-Control machen können, wo wir auch ein bisschen mehr Informationen über unseren Gästezustrom bekommen. Und dann haben wir von Michael Post, der hat uns kontaktiert, glaube ich. Das ging von seiner Seite aus. Und da haben wir zusammengesessen, haben gesehen, ja, das sind Sachen, die möchten wir gerne machen. Und so eine Anekdote, wir haben ja auf den Toiletten angefangen. Am Eingang und beim Shop, weil wir wollten wissen, wie viele Leute eigentlich in unseren Shop reingehen. Und wir wollten gucken, wir wollten ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie die Reinigungsintervalle auf unseren Toiletten stattfinden mussten und ab wie vielen Leuten wirklich dann die Toilette wirklich dreckig war. Das hat wirklich nicht so gut geklappt, deswegen sind wir dann mit dem ganzen System auf unsere Fahrgeschäfte gewechselt. Ja, warum ihr das gemacht habt, hast du ja quasi auch schon gesagt. Wie zufrieden seid ihr mit dem System? Wie kommt ihr damit klar? Wir kommen gut damit klar. Wir haben jetzt erweitert. Wir haben es hier in der Devilsmine, wie ihr seht. Wir haben es an der Wildwasserbahn jetzt eingesetzt und an Trapper Slider, also unsere 3 Attraktionen, wo wir die höchsten Wartezeiten auch haben. Unsere Gäste sind besser informiert, können einfach vorher wissen, stelle ich mich jetzt noch an für die halbe Stunde. Und gerade bei uns, bei der Devilsmine, sieht man ja, dass man nichts sieht, wie lang die Schlange ist und deswegen ist es eine super Information, dass die Gäste hier genau wissen, 30 Minuten muss ich auf mein Kind warten, dann kann ich einen Kaffee trinken gehen. Für uns ist natürlich auch sehr gut zu sehen, wie kriegen wir die Gäste gesteuert im Park und ob Maßnahmen, die wir ergreifen, dann auch funktionieren. Wenn wir jetzt ein Sonderangebot oder die Leute versuchen, ein anderes Fahrgeschäft zu bekommen im Morgen, weil hier in der Devilsmine ist immer ganz früh morgens eben voll, dann sieht man sofort, ob die Maßnahmen funktionieren. Die Software Pure IES ist unsere Software für die Wartezeitenberechnung und Erfassung der Besucherzahlen. Was wir hier sehen, ist die Startseite, nachdem ich mich angemeldet habe. Das ganze System ist browserbasiert, das heißt, ich muss keine Software installieren, sondern kann es entsprechend im Internet gehostet, bei einem deutschen Anbieter, versteht sich, auch entsprechend dann über den Browser bedienen und kann dort alle Zahlen und Auswertungen entsprechend durchführen. Was ich hier gerade sehe, sind Beispieldaten. Wir dürfen natürlich aus unserer Sicht nachvollziehbaren Gründen keine Kundendaten hier präsentieren. Das soll der Park selber machen, aber das machen nicht wir, wenn er das entsprechend veröffentlichen möchte. Und ich habe hier auf einen Blick verschiedene Bereiche. Wir sprechen nicht von Attraktionen, sondern wir sprechen von Bereichen. Das heißt, ein Bereich kann der komplette Park sein. Bei Fort Fun ist es so, wir haben am Eingang, beim Haupteingang, haben wir auch Sensoren. Das heißt, wir wissen, wann die Leute reinkommen, wie viele reinkommen. Ja, das weiß auch die Kasse anhand der Tickets. Die Kasse weiß aber in der Regel nicht, wann die Leute gehen. Und mit der Ergänzung durch unser System weiß der Park jetzt auch, ab wann fangen die Leute an zu gehen. Das heißt, wie interessant ist der Park?
Wie interessant ist das Angebot? Wie lange bleiben die Leute im Durchschnitt? Um natürlich auch da eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit zu gewinnen, indem dann auch möglichst die Leute viel für einen Eintrittspreis bekommen, möglichst auch lange im Park verweilen. Das heißt, auch das kann man entsprechend damit auswerten. Deswegen sprechen wir von Bereichen und nicht nur von Achterbahnen. Ursprünglich gestartet sind wir mit unserem System in dem Namen BBTech, noch in grün, falls dem einen oder anderen Fan das vielleicht noch was sagt. Das war rein auf Attraktionen fokussiert und 2015 haben wir einen kompletten Cut gemacht, haben die komplette Software neu entwickelt und diese Software entwickelt, die heute immer noch weiterentwickelt wird, immer wieder neue Module bekommt. Was wir hier sehen bei dieser Software ist, wie gesagt, Bereiche. Ein Bereich ist in dem Beispiel jetzt hier Dreamland Theme Park. Das andere ist eine General Area, also eine globale Area, das kann der komplette Park sein. Als Beispiel, dann habe ich den Marktplatz, ich habe einen Supercoaster und ich habe einen Supercoaster Wild Swing. Was ich hier pro Feld auf einen Blick sehe, das sind fiktive Namen erstmal. Da steht natürlich dann irgendwann die Devil's Mine vom Fun, da steht Vorführeffekt. Genau, also ich habe hier diese verschiedenen Bereiche. Pro Bereich habe ich entsprechend beispielsweise eine Attraktion, das kann genauso gut ein Restaurant sein, das kann ein offener Bereich, also eine Fläche, eine Kreuzung im Freizeitpark sein, das kann der ganze Park sein, das kann aber auch vielleicht, wie wir gerade schon gehört haben vom Andreas Sievering, die Toilettenanlage sein, wo wir Reinigungsintervalle herausfinden wollen, um dann dem Park auch die Reinigung zu unterstützen, indem er dann das Reinigungsteam eine entsprechende Nachricht bekommt, dass jetzt 300 Leute in der Toilettenanlage drin waren und jetzt mal Zeit wäre, so langsam mal nach dem Rechten zu gucken. Hat hier nicht ganz so gepasst, kann ich auch was kurz zu sagen, mit dem Hintergrund, dass es natürlich Leute gibt, die, ich sag mal, es kommen 10 Leute und es ist total verdreckt als an einem anderen Tag, wo dann 300 Leute kommen. Das heißt, es hängt stark von dem Nutzerverhalten ab. Insgesamt war es aber trotzdem gut, wenn man jetzt genau sehen konnte, wann die Leute zur Toilette gehen, wie viele gehen zur Toilette. Das heißt, man kann dann auch mit der Auslastung der Toilette planen. Das muss nicht immer negativ sein, sondern in dem Falle positiv. Auch hier im Vorfahren ist man jetzt so hier und da zur Erkenntnis gekommen, dass man vielleicht die eine oder andere Toilettenanlage richtig gebaut hat oder möglicherweise sogar noch ausbauen müsste. Also Erkenntnisse sind schon draus gekommen, aber es war nicht das, was ursprünglich erhofft war. Was wir hier haben, ist annähernd Echtzeit. Also wir haben eine Latenz von ca. 30 Sekunden zwischen die Person geht durch den Sensor durch, bis hin, sie wird hier verarbeitet und dann auch entsprechend dargestellt. Was wir pro Karte haben, ist einmal auf der linken Seite die Anzahl Besucher. Wie gesagt, Demodaten, deswegen sind hier relativ wenige. Sind aktuell, bleiben wir beim Dreamland Theme Park, 15 Besucher gewesen, aber aktuell sind 4 in diesem Bereich drin. Wir haben einen Zulauf pro Stunde von 3 und einen Durchsatz pro Stunde von 2. Zulauf sind die Personen, die vorne reingehen und der Durchsatz sind die, die hinten wieder rausgehen. Das heißt, auch da kann ich genau sehen, wenn ich die Zahlen habe, wie viele bleiben in der Mitte drin und wir können sogar kaufmännisch errechnen, wie lange sie im Durchschnitt drin bleiben. Das heißt, wir wissen, anhand der Wartezeit ist das relativ einfach. Da kann ich sagen, ich habe eine Wartezeit von 30 Minuten. Wenn ich aber jetzt ein Einzelhandelsgeschäft habe, wenn ich einen Restaurantbereich habe, wenn ich einen Kreuzungspunkt im Park habe, dann kann ich da auch ermitteln, wie lange die Personen sich im Durchschnitt, kaufmännisch gerechnet, ganz wichtig, dort aufhalten. 10 Minuten, 20 Minuten, 5 Minuten. Das können wir minutengenau ausrechnen. Diese Übersicht hier dient nur des Schnellüberblicks. Das heißt, der Operator hat das Ganze auch als Mobil-App. Der kann anhand des Handys genau die gleichen Optiken sehen, die gleiche Darstellung und sieht sofort, was ist in meinem Park los, wo ist viel los, in welchem Bereich ist weniger los, wo muss ich vielleicht gerade noch ein bisschen Unterstützung vom Personal hinschicken, wo kann ich vielleicht Personal ein bisschen abziehen. Habe ich direkt auf einen Blick. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal der Überblick. Wenn ich jetzt hier auf zum Beispiel gestern springe, dann habe ich natürlich auch die Gesamtzahlen. Jetzt macht das ein bisschen mehr Sinn bei der General Area, dass ich wirklich aus 7001 Besucher habe. Bei so fiktive Zahlen, wie wir es eben hatten, beim Dreamland Theme Park von 15 Leuten ist natürlich ein bisschen mau als Demonstrationsdaten.
In Dubai ist das, glaube ich, normal. Spannend wird das, wenn ich hier in den Bereich Diagnose reingehe und ich mir hier die Anzahl Besucher anzeige. Weil hier habe ich jetzt verschiedene Bereiche und hier bin ich in der kompletten Auswertung drin. Ich kann hier wirklich jetzt anhand, in dem Fall eines Balkendiagramms sehen, zu welcher Stunde, unten habe ich die Stunde, wie viele Leute diesen Bereich betreten haben. Das kann ich natürlich dann hier noch schön grafisch ändern, Flächendiagramm, Liniendiagramm, wie ich möchte. Das sind jetzt ein bisschen Spielereien, aber jeder, wie er möchte, kann damit arbeiten und ich kann mir hier entsprechend das komplett auswerten. Ich kann mir jetzt verschiedene Kennzahlen noch dazu holen, wie zum Beispiel die Anzahl Besucher, maximale Belegung pro Personen, Zulauf pro Stunde etc. Wenn ich jetzt hier die durchschnittliche Belegung die durchschnittliche Belegung in Anzahl Personen nehme, ich habe nämlich jetzt die Anzahl Personen als Balken dargestellt und gleichzeitig die durchschnittliche Anzahl Personen, die in diesem Bereich drin sind, als Linie. Warum ist das hier hinten höher als woanders? Ganz einfach. Vorne sind viele Leute reingegangen, die sind aber immer noch drin. Die haben den Park in dem Stelle noch nicht verlassen. Also in dem Falle sind in dem Beispiel, es sind Demodaten, immer bitte beachten, sind ganz viele Leute abends noch im Park drin geblieben und haben den Park quasi scheinbar nicht verlassen. Schlecht. Ja, aber so erklärt sich quasi jetzt hier die Kurve. Mir geht es nur um die Möglichkeiten darzustellen. Mir geht es jetzt nicht um die Plausibilität der Daten jetzt nachzuvollziehen. Wenn wir von Bereichen sprechen, ich habe gerade gesagt, haben wir ganz viele Sensoren. Bauartbedingt, also wir haben erstmal eine Genauigkeit von 98%. Das heißt, ich habe immer einen Verlust von ein paar Prozentpunkten, nenne ich es mal. Das müssen nicht 2% sein, wenn ich sage, wir haben eine Genauigkeit von 98%. Wir haben auch Sensoren, da haben wir eine Genauigkeit von 99,8%. Das schwankt ein bisschen, hängt von der Situation vor Ort ab. Aber wir monitoren das Ganze auch. Das heißt, am Ende des Tages werten wir aus, wie viele Leute sind rein, wie viele Leute sind raus. Und dann wissen wir genau, wie gut arbeitet unsere Technik an dieser Situation, an dem Fahrgeschäft, an dem Bereich. Und das können wir nehmen, um unsere Eichung auch nochmal zu verbessern und zu optimieren. Das ist ein dauernder Prozess, weil es kann sehr gut sein, dass die Parks, dass die Operator vor Ort die Situation unterhalb der Sensoren optimieren, umbauen, verändern. Dann kommt die Deko-Abteilung, die hängt da wieder Deko hin. Dann hängt da so halt was im Bild. Dann kommt jemand anders, der stellt da einen Aschenbecher hin. Der dritte stellt eine schöne Tonne dahin, weil es toll aussieht, etc. Alles Effekte, die wir nicht beeinflussen können. Genau, das Ganze kann ich natürlich dann hier auch als Tabellenform mir anzeigen lassen. Was ich jetzt bei den Demodaten nicht habe, sind die sogenannten Wetterdaten. Wir haben eine Kooperation mit wetter.com. Das heißt, wir holen uns stündlich die Wetterdaten von wetter.com, zeigen sie hier entsprechend an. Das sind jetzt in dem Fall diese ganzen Fragezeichen hier. Und der Temperaturbereich, den uns wetter.com zurückgibt, der wird hier entsprechend dargestellt. Der wird im System persistiert. Und wenn ich jetzt zu einem späteren Zeitpunkt Zeiträume oder Bereiche vergleiche, auch immer zur Rate gezogen. Weil das ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Winter oder im Sommer, am regnerischen Tag oder an einem knallheißen Tag mir Zeiträume vergleiche. Ich habe immer unterschiedliche Besucherzahlen. Genau, das Ganze kann ich mit Wartezeiten machen. Das Ganze kann ich mit Anzahl Besuchern machen. Das Ganze kann ich mit durchschnittlicher Verweildauer machen. Wir können auch im Durchschnitt sagen, wie viele Leute in einem Raum gesessen haben. Die Zahlen haben wir. Ohne, das ist das Wichtige. Ihr habt gesehen, wir haben nur die 2 Sensoren und das andere ist das Monitorsystem. Wir haben uns nicht mit dem Fahrgeschäft verbunden. Es gibt keine physikalische Verbindung, sondern wir holen das nur aus unseren Werten raus. Wir brauchen keinen TÜV. Deswegen will ich auch gar nicht an die Fahrgeschäfte ran, weil dann sind wir wieder TÜV-relevant und so weiter. Haben wir nichts mit zu tun. Wir sind nicht sicherheitsrelevant. Wenn irgendwas schiefgehen sollte bei uns, der Park läuft weiter. Finde ich persönlich ganz wichtig. Viele Möglichkeiten und alles, was wir uns selber ermitteln, ohne dass wir irgendeinen Anknüpfpunkt in den Park oder dass wir irgendwo zusätzliche Informationen vom Park bekommen. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Super spannendes, komplexes Thema, aber nochmal richtig tief erklärt, wie Wartezeiten mit Hilfe von Purematic erstellt werden, berechnet werden und wie die auf die Monitore kommen und auch total verrückt, was alles sonst noch hinter den ganzen Freizeitparks so passiert, hinter den Kulissen, wie zum Beispiel beim EP-Express, dass man dann weiß, wann, wo der Zug ankommt und so weiter und so fort. Ich hoffe, es war auch für euch interessant und spannend. Eure Meinung gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr zum neuen Video hier auf dem Ride4You YouTube-Kanal.